Moin! Wie jedes Jahr packen wir unseren Laptop ein und verbringen die kalte Jahreszeit auf den Kanaren. Dieses Mal auf Gran Canaria. Im Feierabend und an den Wochenenden hatten wir natürlich ausgiebig Zeit, uns die abwechslungsreiche Natur und einige wunderschöne Orte anzuschauen. Unsere Tipps teilen wir natürlich sehr gerne mit euch. Viel Spaß beim Video! Two souls in Neverland, 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 Neverland. Mit Eurowings fliegen wir innerhalb von 4 Stunden aus dem kalten, weißen Hamburg in Richtung dem sonnigen Gran Canaria. Wir entscheiden uns, mit dem öffentlichen Bus in Richtung Maspalomas zu fahren. Im Gegensatz zum Taxi dauert die Fahrt mit 1 Stunde zwar etwas länger, ist mit 4 Euro dafür aber deutlich günstiger. Für unsere Überwinterung haben wir ein kleines Häuschen in der Golfanlage Sonora gebucht. Wir haben uns in dem kleinen Haus mit wirklich schöner Außenfläche pudelwohl gefühlt und konnten Freizeit und Arbeit gut verbinden. Wie ihr auf der Karte schon sehen könnt, ist Maspalomas recht weitläufig. Wir empfehlen euch daher ein Fahrrad für die Strecken innerhalb des Ortes zu mieten. Fündig geworden sind wir bei Linos Bike. Wir haben 5 Euro pro Tag pro Fahrrad bezahlt. Playa del Ingles ist einer der bekanntesten Ferienorte der Insel. Seit den 60er und 70er Jahren ist es zu einem der größten Orte mit vielen Hotels, Bars und Restaurants herangewachsen. Direkt an der Strandpromenade gibt es wohl die größte Auswahl an verschiedener Gastronomie. Aber auch im Ortskern von Playa del Ingles befinden sich zahlreiche Ausgehmöglichkeiten. Man findet hier auch eines der vielen Shoppingzentren, die auf den Kanaren recht beliebt sind. Das Jumbo Center ist natürlich auch total auf Touristen ausgelegt. Es gibt hier zahlreiche Angebote an verschiedenen Shops und Gastronomie. Hervorheben möchten wir einmal das Restaurant Tapa La Vaca im Jumbo Center. Hier gibt es zahlreiche verschiedene Tapas und wir waren mit dieser Platte hier besonders zufrieden. Und einmal das Restaurant Social Tapas im Zentrum von Playa del Ingles. Hier gibt es wirklich hochwertige Speisen in einem total schönen Ambiente. Diese 2 Restaurants könnt ihr auf jeden Fall im Blick behalten für euren Aufenthalt in Maspalomas. Das Highlight von Playa del Ingles ist aber auf jeden Fall der breite und lange Sandstrand. Man kann von hier aus auch wunderbar einen Strandspaziergang bis nach Meloneras machen. Hierfür braucht man allerdings wirklich eine gute Stunde. Meloneras wurde deutlich nach Playa del Ingles touristisch erschlossen. Von daher ist hier alles noch neuer und moderner. Die Strandpromenade eignet sich besonders gut zum Flanieren und zum Sonnenuntergang anschauen. Besonders bekannt ist der Süden der Insel für seine wunderschöne Dünenlandschaft. Sie ist ein geschütztes Naturreservat, das seit den 80er bzw. 90er Jahren offiziell unter Naturschutz steht. Besonders schön kann man am Durchgang vom Rio Hotel den Sonnenuntergang schauen, mit Blick auf diese wunderbare Dünenlandschaft. Es gibt aber natürlich noch deutlich mehr zu sehen auf der Insel und dafür mieten wir uns jetzt ein Auto. Wir haben uns dazu jeweils kleine Autovermietungen im Ort gesucht. Für uns hat jeweils die kleinste und günstigste Autokategorie vollkommen gereicht. Wir fahren jetzt Richtung Westen und halten an unserem ersten Stopp Argenegin. Argenegin ist ein kleines Fischer- und Küstenstädtchen und der Name bedeutet ruhiges Wasser. Früher ein klassisches Fischerdorf, heute ein Ort mit Einheimischen und auch Urlaubern, aber abseits des Massentourismus. Was sich auch vom Massentourismus absetzt, ist Playa de Amadores, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Dieser Strand wurde zwar künstlich angelegt, ist aber wirklich weitläufig mit goldenem Sand und türkisblauem, ruhigem Wasser. Da er durch 2 Wellenbrecher sehr gut von hohem Wellengang geschützt ist, eignet er sich besonders gut für Familien. Nur ein paar Autominuten entfernt liegt Puerto de Mogan. Dieser Ort hat sich als Lieblingsort der Insel für uns herausgestellt und wir waren gleich ein paar Mal da. Wegen seiner Brücken, Kanäle und den weiß getünchten Häusern mit bunten Blumen wird der Hafenort auch Klein Venedig genannt. Auch hier gibt es einen kleinen geschützten und wirklich schönen Strand und entlang der Strandpromenade findet man viel Gastronomie. Besonders gut gefallen hat uns aber die Promenade entlang des Yachthafens. Hier gibt es wirklich sehr viele schöne und leckere Restaurants und man kann wunderbar durch die kleinen Gassen flanieren.
Ein kleiner Geheimtipp, um die wunderbare Aussicht über den Hafen zu genießen, ist übrigens die Dachterrasse des Hotels Puerto de Mogan. Dieser Ort ist wirklich ein absolutes Muss, wenn ihr auf Gran Canaria seid. Die Westseite der Insel ist geprägt durch ihre steilen Klippen. Ein wirklich toller Ort, um diesen Ausblick zu genießen, ist der Mirador del Balcón. Schon die Fahrt dorthin durch die vielen kurvigen Gassen ist aufregend. Der Ausblick von diesem Aussichtspunkt ist dann aber wirklich atemberaubend. Einen kleinen Stopp hier können wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Für uns geht es jetzt weiter nach Puerto de las Nieves. Puerto de las Nieves ist ein kleiner, ursprünglicher Hafenort. Der Eindruck hier ist schon wirklich ganz anders als die sonnigen Touristenorte mehr im Süden der Insel. Man findet hier echtes kanarisches Flair mit Fischerbooten, weißen Häusern und der dramatischen Bergkulisse im Hintergrund. Wusstet ihr eigentlich, dass es auf Gran Canaria die einzige Kaffeeplantage in ganz Europa gibt? Deshalb geht es für uns jetzt zu Bodega Los Berrazales, um uns diese Kaffeeplantage einmal anzuschauen. Sie bieten hier Führungen durch die Plantage an. Da das Wetter an dem Tag allerdings leider wirklich sehr schlecht war, haben wir uns dagegen entschieden und den Kaffee nur in der kleinen Probierstube probiert. Natürlich kann man den Kaffee im angrenzenden Shop auch kaufen, genauso wie der Wein, der angebaut wird und andere kleine Köstlichkeiten. Der letzte Ort für diese Tagestour ist der kleine Ort Galdar. Das ist auch übrigens der nördlichste Punkt, den wir uns auf der Insel angeschaut haben. Galdar ist eine der historisch bedeutendsten Städte der Insel. Früher war sie sogar die Hauptstadt der Ureinwohner. Hier bekommt man definitiv mehr Kultur und Geschichte statt Strandurlaub. Belebte Gassen und Außengastronomie, die hier normalerweise echt toll sein sollen, haben wir leider aufgrund des Wetters nicht erleben können. Dafür aber den ältesten Drachenbaum der Insel, der im Rathaus steht und schon über 300 Jahre Inselgeschichte miterleben durfte. Auf unserer Fahrt von Maspalomas ins Innere der Insel passieren wir zunächst den Aussichtspunkt Mirador Astronómico. Definitiv lohnt es sich, hier einmal anzuhalten und die Aussicht zu genießen. Wirklich eine atemberaubende Kulisse. Ebenso einen Stopp wert ist das kleine Bergdorf Fataga. Der Charme des kleinen Ortes ist wirklich fabelhaft und strahlt trotz seiner Beliebtheit bei Touristen eine besondere Ruhe aus. Die vielen kleinen kunstvollen Häuser und die Liebe zum Detail machen diesen kleinen Ort zu etwas ganz Besonderem. Perfekt übrigens auch, um sich ein handgemachtes Souvenir zu besorgen, das es nicht wie viele andere in jedem zweiten Souvenirladen gibt. Für mich gab es eine rote Kette aus Lavagestein. Für uns geht es nun weiter zum Roque Nublo. Ziel des Tages war es eigentlich, zu diesem Wahrzeichen von Gran Canaria zu wandern. Leider haben wir erst vor Ort erfahren, dass man sich für eine Wanderung vorher online registrieren muss. Es gibt nämlich eine maximale Höchstbesucherzahl pro Tag. In der Videobeschreibung verlinken wir euch mal die Homepage, damit ihr ein bisschen besser vorbereitet seid als wir. Immerhin konnten wir den Roque Nublo, was übrigens Wolkenfels bedeutet, von der Straße aus sehen. Und auch die kurvenreiche Straße auf dem Weg dorthin war schon ein Erlebnis für sich. Die Wanderung steht jetzt auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste für den nächsten Besuch. Der erste Halt auf der Ostseite der Insel ist die Gemeinde Agüimes. Der historische Ortskern mit den vielen Fassaden im kanarischen Stil ist schon total sehenswert. Die Pfarrkirche St. Sebastian, die einer Kathedrale ähnelt, wurde 1981 zum kunsthistorischen Denkmal erklärt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten bietet sich der Ort an, sich einfach mal ein bisschen treiben zu lassen. Die vielen kleinen und engen Gassen, die Hinterhöfe und Ausstellungen der Kunstszene, aber auch die Gastronomie laden dazu ein, hier länger zu verweilen. In unmittelbarer Nähe von Agüimes gibt es zwei außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, die ihr auf jeden Fall besichtigen solltet. Die erste nennt sich Barranco de Guajadeque. Diese Schlucht ist bekannt für ihre archäologischen Stätten und Höhlenwohnungen. Wir finden es total beeindruckend, dass die Behausungen der Ureinwohner heute noch in anderer Form als zu Hause dienen. Die Höhlensiedlungen haben sogar ihre eigene Höhlenkapelle und ein Restaurant, das wohl weitestgehend als Rahmenprogrammpunkt von Touranbietern genutzt wird. Neben den Höhlen ist die Schlucht an sich aber auch ein echtes Highlight.
Die grüne Natur hier mit ihren Wasserläufen und steilen Klippen lädt zu Wanderungen oder Spaziergängen ein. Die zweite Sehenswürdigkeit ist eine weitere Schlucht, Barranco de las Vacas. Wir haben diesen Ort zufällig entdeckt und können nicht einmal sagen, ob es sich hierbei um eine offizielle Sehenswürdigkeit handelt, da der Zugang doch etwas beschwerlich ist. Nachdem wir einen nahegelegenen Parkplatz gefunden haben, laufen wir etwa 5 bis 10 Minuten die Straße entlang und klettern dann über die Leitplanke. Wir würden euch zumindest geschnürte Schuhe empfehlen, da wir mit unseren Flipflops hier nicht so ganz ideal laufen konnten. Der Weg in die Schlucht ist zwar nur so 100 Meter weit, aber dafür umso beeindruckender. Man fühlt sich, als hätte man sich in einen Canyon nach Amerika gebeamt. Jahrtausende hat es gedauert, bis das kleine Naturwunder durch vulkanische Aktivitäten und Erosion entstanden ist. Dieses kleine Abenteuer solltet ihr euch auf jeden Fall auf eure To-Do-Liste setzen. Nun geht's auf zum nächsten Naturhighlight, Caldera de Bandama. Das ist ein Vulkankrater mit einem Durchmesser von über 1 Kilometer. Es gibt hier verschiedenste Wanderwege durch den Krater oder drumherum. Aber selbst wenn ihr nicht so wanderaffin seid, dann lohnt sich ein kleiner Spaziergang auf jeden Fall. Der Ausblick über diesen Vulkankessel ist nämlich wirklich beeindruckend. Als nächstes steht ein Besuch im Botanischen Garten auf unserer Liste. Es handelt sich hierbei um den größten botanischen Garten Spaniens. Er wurde 1952 vom schwedischen Botaniker Erik Sventenius gegründet. Auf den 27 Hektar gibt es über 400 Pflanzenspezies zu sehen. Wir müssen schon sagen, dass uns der Garten gefallen hat und die Wege wirklich schön angelegt sind. Aber der Garten gehört nicht zu den Sachen, die man auf keinen Fall verpassen darf. Weiter geht es jetzt ins denkmalgeschützte Stadtzentrum von Arucas. Die Kathedrale Iglesia de San Juan Bautista, die im neugotischen Stil gebaut wurde, bildet den Mittelpunkt der Altstadt und hebt sich optisch schon sehr von anderen kanarischen Kirchen ab. Ein wirklich beeindruckendes Bauwerk, das bei unserem Besuch aber leider geschlossen war. International berühmt wurde Arucas durch seinen Rum. Hier befindet sich nämlich die älteste und größte Rumfabrik Europas. Bestimmt ist euch der Rum auch schon mal in der ein oder anderen Bar oder im Geschäft begegnet. Sich hier etwas durch die Gassen entlang der bunten Häuser treiben zu lassen, ist wirklich fantastisch. Mehr Urlaubsflair kann eine Stadt kaum versprühen. Arucas zählt somit auf jeden Fall zu unseren Top-Ausflugszielen der Insel. Weiter geht es nach Firgas, wo wir uns eigentlich den schönen Wasserlauf anschauen wollen. Leider hatten wir aufgrund der Nebensaison das Pech, dass er trockengelegt war. Und ohne Wasser kommt er natürlich kaum zur Geltung. Sehenswert waren aber die Reliefdarstellungen der einzelnen kanarischen Inseln mit ihrem jeweiligen Wappen und einem inseltypischen Bild. Da der Ort auf 465 Höhenmetern liegt, hat man auch eine schöne Aussicht auf die Nordküste der Insel. Das letzte Ziel, das wir noch besuchen möchten, ist die Hauptstadt der Insel, Las Palmas. Hier ist übrigens auch der Hafen, falls ihr mit einem Kreuzfahrtschiff die Insel besucht. Vor allem die historische Altstadt von Las Palmas ist überaus sehenswert und zählt zu den absoluten Highlights von Gran Canaria. Die Kathedrale Santa Ana, deren Erbauung bereits 1497 begann, befindet sich im Zentrum der Altstadt und zählt damit zur ältesten Kirche der Insel. Nun ja, wie immer bei unseren Kirchenbesuchen schauen wir einmal rein und haken sie dann ab. Die historischen Gebäude der Stadt sind wirklich wahnsinnig schön anzusehen. Nicht ohne Grund wurde die Altstadt auch 2007 auf die Vorschlagsliste der UNESCO-Welterben gesetzt. Auch die Fußgängerzone Calle Mayor de Triana versprüht einen historischen Flair. Wir haben vor unserem Besuch schon öfters gehört, dass Las Palmas wirklich schön sein soll. Die Stadt hat unsere Erwartungen aber dennoch übertroffen. Außerhalb der Altstadt geht natürlich der besondere Charme etwas verloren und auch Las Palmas zeigt dort eben das typische Gesicht einer Großstadt. Das mindert aber keineswegs die schöne Atmosphäre der Strandpromenade. Hier trifft man auf einen Mix von Einheimischen und Touristen, die sich in den unzähligen Bars, Restaurants und Cafés entlang der Strandpromenade tummeln.
Auch der Strand ist sehr beliebt und wird vielseitig genutzt. Vielleicht ist es sogar einer der schönsten Stadtstrände, die man in Europa finden kann. Das war es mit unseren Erlebnissen auf Gran Canaria. Wir hoffen, ihr konntet ein paar brauchbare Tipps mitnehmen. Solltet ihr weitere haben, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und natürlich freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr auch ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland.